Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Felix und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute soll es mal darum gehen, wie stellt man den Kryptohopper am besten im Jahre 2024 ein. Ist ja mittlerweile so eine kleine jährliche Tradition, mache ich jetzt glaube ich mittlerweile 4 Jahre, wenn man zurückguckt. Ja, ich nutze den Kryptohopper wirklich schon sehr, sehr lange, jetzt mittlerweile über fast 6 Jahre würde ich sagen, Kryptohopper bin ich dabei, seit Anfang an, und ich bin mit Trading Bots bestimmt schon 8 Jahre jetzt beschäftigt. Dazu kommt aber ein eigenes Video, wenn du das erfahren willst, dann abonnier doch einfach mal den Kanal. Jetzt soll es aber auch schon gleich losgehen. Wie funktioniert denn der Kryptohopper und was muss man beachten, um hier nicht direkt zu gehen? Aber jetzt noch schnell zum Gewinnspiel. Schreib einfach in die Kommentare, ich will Krypto, und hab die Chance, 2 Stable zu gewinnen, wie dieser glückliche User hier. Jetzt geht's aber auch weiter. Was ist wichtig bei Kryptohopper, um den ordentlich nutzen zu können? Man kann hier sehen, ich trade hier wirklich gerade aktiv und habe hier 26% Gewinn gemacht in knapp 2 Monaten, muss man dazu sagen. Ist ein absolut kranker Markt, in dem wir uns befinden. Ich zeige euch auch noch ein paar spezielle Trades. Das funktioniert natürlich nicht immer so. Ich will auch kein großes Tarato machen. Man ist so zwischen 30-40% im Jahr auf sicheren Einstellungen unterwegs. Es ist kein Bot, der was euch über Nacht reich macht. Ihr werdet hier nicht mit 1000 Euro zum Millionär oder sonst was. Es ist wirklich für Leute, die was noch neben dem Hoddeln oder neben Aktienanlage und einfach mal noch eine wunderschöne diversifizierte Anlage suchen, die was sie selbst im Endeffekt hin und her traden und sie wirklich selbst verantwortlich sind für ihr Geld. Das heißt, ihr seid wirklich hier verantwortlich, was der Bot macht. Ich kann euch hier ein paar Grundeinstellungen geben, die was funktionieren, wie sie bei mir funktionieren, aber wie immer gilt hier, do your own research, schaut euch wirklich die Paper in Ruhe an, guckt euch auch die anderen Videos an. Es ist schon ein bisschen komplexer, als ihr drückt auf den Knopf und von einmal seid ihr reich. Bin ich ganz ehrlich, muss ich die Illusion nehmen, weil sehr, sehr viele andere Leute tun das nicht. Die sagen irgendeinen Chat-GBT-Bot oder sonst was gerade, macht euch reich. Tut es nicht, macht es nicht. Es funktioniert nicht. Beim besten Willen, es geht einfach so nicht. Jetzt zeige ich euch aber meine Einstellungen, wie es funktioniert. Ich trade auf wirklich sicheren Einstellungen. Ich mache keinen Dschihad-Kämpfer hier, sage ich mal, der was sonst was, sondern ich will mich auch wirklich wenig darum kümmern. Ich gucke mal eine Stunde pro Woche etwa rein, wie denn so der Bot läuft, was er denn so macht. Das aber auch nur wegen meinem speziellen Merch-Ansatz. Sehr viele Leute setzen auf DCA oder Stop-Loss. Davon bin ich mittlerweile von beiden weggegangen. Stop-Loss habe ich ja schon immer in meinen Videos als falsch erachtet, muss man sagen. Und DCA macht in den wirklichen Bärenmarkt auch keinen Spaß, wie sehr viele Leute erfahren mussten. Wie sehen denn meine Basic Settings aus? Und zwar kann man hier einfach seinem Bot einen Namen geben. Hier ist im Endeffekt nichts Spezielles. Ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt. Und ihr könnt hier das Template sehen, mit dem ihr angefangen habt. Ich werde euch unten auch nochmal kostenfrei einfach die Einstellungen verlinken im Kryptohopper Marktplatz. Da könnt ihr die hier, was ich euch vorstelle, einfach runterladen. Kostet wirklich auch nichts. Exchange, welche Exchange kann ich empfehlen? Ich bin seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile bei Binance, bin wirklich top zufrieden mit dieser Börse. Ich empfehle ansonsten nur noch Coinbase oder, wenn man ein bisschen risikofreundlicher ist, KuCoin. Wenn man aber wirklich safe sein will, klar, über Binance gibt's auch einen Haufen Fat und alles, aber seit Jahren bin ich bei Binance. Es gibt wirklich in unserer Gruppe eigentlich niemand, der was mit Binance Probleme hat, und die Fees im Verhältnis auch zu den Coins, die was man dort handeln kann, und das Volumen sind absolut spitze im Verhältnis, das muss man einfach lassen. Wichtig hier unten ist eigentlich nur in der Einstellung die Use Ticker Rate, und zwar Highest Bid, Lowest Ask, das ist wie das Orderbook im Endeffekt behandelt wird, und dass ihr hier natürlich eure Binance API Keys eingebt und dann startet. Das funktioniert dann eigentlich auch super easy und er bringt euch einen Fehler, wenn irgendwas schief geht. Notifications. Am Anfang kann es ganz cool sein, wenn ihr gerade den Bot startet, zu sehen, hey, welchen Error habe ich, was passiert und. Mir hat das aber hier das gesamte Postfach, ehrlich gesagt, zugespammt, weil wenn man am Tag so 50 Trades und, sage ich mal, 30 Sells oder sowas macht etwa, weil die dann zusammengefasst werden auch, dann ist euer Postfach ziemlich schnell vollgespammt, und wenn ihr kein Exklusives für Kryptohopper habt, sondern euer privates nutzt, dann solltet ihr das hier lieber ausmachen. Die Buy-Settings sind wiederum jetzt ein bisschen speziell. Und zwar, was sage ich? Max Open Time. Das heißt, Maximum wollen wir eine Order 10 Minuten offen stehen lassen. Hier ist natürlich immer die Frage, macht man Limit Order oder macht man Market Order auch? Für den Bot eignet sich am besten Market Order eigentlich, weil dann ist die Genauigkeit am besten. Das heißt, jetzt sofort kaufe ich und
der Kurs springt mir nicht davon. Wenn man eine Limit Order macht und es gibt eine Sekunde oder 10 Sekunden Verzögerung, kann das schon reichen, damit der Kurs einem abhaut im Verhältnis. Das kann gut sein, das kann natürlich aber auch schlecht sein. Der Vorteil bei Limit Orders ist aber, dass man 0,02% Fees meistens spart. Das sind fast 20% beim Kaufen und 20% beim Verkaufen der Fees. Das kann sehr, sehr viel sein, explizit, wenn man die höheren VIP-Stufen hat. Wenn man aber jetzt gerade am Anfang ist, würde ich empfehlen, macht einen Marktorder, gewöhnt euch ein bisschen dran, sammelt auch ein bisschen B, ein bisschen Volumen, um erstmal diese VIP-Level auch zu erreichen, wo man dann auch noch Fees spart. Die Max Open Positions habe ich auf 500 gestellt, ebenso die, wo Coin sind. Warum habe ich das gemacht? Ich begrenze die später sowieso nochmal und werde sowieso nicht so viele Coin-Positionen aufhaben. Diese Order ist im Endeffekt für mich egal. Außerdem, gerade wenn er über 1-2 Jahre hinweg laufen soll, ohne dass man immer nachgucken kann es schon mal sein, dass man in einem Bärmarkt 300 bis 400 offene Positionen hat und die natürlich auch stehen lassen will, weil man mittlerweile mit Compounded, also mit Zinseszinseffekt für die Deutschen, viel, viel mehr Geld macht, als wenn man eine Order mit Minus abstößt. Man kann, solange man im Endeffekt nicht out of money ist, immer schön weiter traden und sich auch raustraden, wenn man gerade mal unten ist. Enable Cooldown, was bedeutet Enable Cooldown? Das heißt im Endeffekt, wenn ihr gerade in einem schönen Tal seid, wo es richtig, richtig viele Signale gibt, dann wollt ihr ja nicht Kauf alle 5 Sekunden oder sowas haben, sondern man kann dann sagen, hey, ich möchte bitte alle 10 Minuten maximal einen Kauf haben. Das heißt Kauf und dann hört im Endeffekt dieses Signal auch auf zu triggern. Das kann man ein bisschen höher stellen. 10 Minuten haben sich für mich eigentlich als optimal herausgestellt, weil ich begrenze das hier unten nochmal, indem ich sage, hey, wenn gerade eine offene Position ist und du gerade einen Trigger schon hast, aber der noch nicht durchgegangen ist, dann warte gefälligst ab, bis dieser Trigger durch ist. Und zusätzlich, wenn ich schon mal eine Position offen habe, dann muss die mindestens 2% ins Positive oder 2% ins Negative von der Startposition abweichen. Das ist ein relativ neues Feature, finde ich super, super, super wichtig und super geil, um hier oben das noch weiter zu begrenzen. Jetzt geht's weiter, welche Coins und welche Currency wählt man aus? Das hier hat mich tatsächlich letztes Jahr ziemlich hart nach hinten geworfen. Und zwar, wer sich noch erinnert, Binance hat einen eigenen Stablecoin, BUSD, je nachdem, wann ihr das Video anguckt, weil manchmal gucken Leute 7 Jahre später ja sogar noch meine Videos. Dann erinnert man sich nicht so dran. BUSD war der eigene Stablecoin von Binance und der wurde jetzt liquidiert. Jetzt hatte ich leider sehr, sehr viele Positionen, die was gegen BUSD berechnet wurden, die ich dann komplett händisch umschlichten musste, schauen musste, wie das funktioniert, nachtragen musste, auch wegen Steuern und allem drum und dran. Das war ein absoluter Graus. Ich empfehle hier jeden im Endeffekt gegen USDT oder aktuell gegen USDC zu traden. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, informiert euch trotzdem über die beiden Stablecoins, wie es aussieht, denn das kann sich auch ändern. Sowohl Tether als auch USDC sind ein bisschen kritisch natürlich trotz allem zu beachten, aber dennoch die meiner Meinung nach sichersten Stablecoins zurzeit. Jetzt kommt es ganz, ganz drauf an. Allowed Coins, hier ist es extrem wichtig. Hier entscheidet sich schon, ob euer Bot Gewinn macht oder Verlust macht. Egal wie gut eure Signale sind, wenn der Coin auf 0 geht, weil es ein Chip-Token ist, dann hat der beste Trading-Bot mit dem besten DCA, mit dem besten Kaufsignalen keine Chance, euch dort zu retten. Ich kann euch nur empfehlen, im Endeffekt bleibt bei den Blue Chips, like Bitcoin, ETH, und dann wird's nämlich schon schwerer, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich packe euch unten mal auch in der Beschreibung die Coins, was ich hier drin habe. Ich selbst habe noch BNB, Link, Matic, Dodge. Bei Kyber Network bin ich schon vorsichtiger. Das ist mein Risk-Coin. Maker bin ich auch eigentlich relativ überzeugt. Yearn Finance ist auch ein Risk-Coin. Pax Gold, muss ich sagen, zähle ich fast zu den Blue Chips. Da bewegt sich aber natürlich nicht viel, weil Gold gedeckt ist natürlich, wie wenn man Gold im Spot-Market tradet, relativ schwierig. Uni von Uniswap finde ich noch ziemlich cool. The Graph, auch ein super wichtiger Token für Infrastruktur. TWT, die Trust Wallet, hat so ziemlich jeder wahrscheinlich auf dem Handy. Cake kann man auch machen als größte DEX. Gnosis ist einer meiner kleinen Favoriten, muss ich ehrlich sagen, vom Projekt her. Wie gut sich der Coin entwickelt, sei mal dahingestellt. Da muss man auch ein bisschen schauen.
OP ist Optimission, Layer 2 sind gerade ziemlich gut im Hype, Space ID ist mit den Nameservern auch ein echten Use Case, Arbitrum als Layer 2, beziehungsweise als der erste Layer 2, der was wirklich das größte Volumen in der Hinsicht hat, auch super, super cool. Und WBETH habe ich auch noch mal rein, das ist Staked Ethereum von Binance. Das sind so meine Coins, wo ich sage, okay, damit kann man arbeiten, finde ich cool. Wenn ich jetzt neuen Leuten raten sollte, bleibt bei Bitcoin, bleibt bei ETH, bleibt bei BNB und vielleicht noch hier WBETH, übertreibt es wirklich nicht mit dem Coins. Auch hier, was das Thema Subscription angeht. Die kleine Subscription vom Krypto-Hopper reicht. Ihr müsst nicht sonst wie viel Geld für einen Trading-Bot oder sowas ausgeben. Das braucht man wirklich nicht. Das ist nutzlos. Ihr müsst Krypto-Hopper nicht mehr Geld geben im Endeffekt, als sowieso schon für die kleine Lizenz. Wobei die, ich glaube, jetzt mit $15 pro Monat auch nicht so teuer ist für einen Trading-Bot. Hier unten geht's weiter. Percent by Amount. Das heißt, wir haben hier 19 Coins aktuell, die was mit 0,31% von eurem Portfolio bedient werden. Dabei kommt es ziemlich drauf an, was gerade für Markt ist. Ihr könnt diesen Regler im Bullenmarkt, wenn jetzt wirklich voll Bullrun wieder angesagt ist, jeder spricht über Bitcoin und Krypto, könnt ihr den ruhig aufdrehen. Aber ich rede hier mit ruhig aufdrehen von so 1% dann pro Trade bis maximal 2% pro Trade. Ihr braucht das Reservegeld, wenn der Markt sich dreht. Der Bot ist darauf ausgelegt, dass er nicht im Bullrun voll mitziehen kann, sondern dass, wenn der Bullrun in einen Seitenmarkt oder auch in einen Bärenmarkt geht, man immer noch Geld mit diesem Bot verdient und nicht einfach nur im Bullrun, wie es alle machen, richtig geile Prozente vorzeigen und dann das gesamte Geld im Bärenmarkt wieder verlieren, sondern es geht darum, richtig schön langsam hier mit 0,31% Zinseszinseffekt vorwärts zu gehen. Und ich zeige euch mal ganz kurz, was es heißt, diesen Zinseszinseffekt über mehrere Jahre zu nutzen. Und zwar sehen wir hier am Beispiel vom USDeFi Zinseszinsrechner einfach mal, was es heißt, 30% über 10 Jahre zu erwirtschaften. Gerade wenn man natürlich hier mit 10.000 Euro oder sowas anfängt und nicht wie jetzt hier am Beispiel mit 1.800, dann ist das eine ziemlich große Sache. Ich packe euch auch das mal unten rein, da könnt ihr ein bisschen hin und her spielen. Auch sehr schöne Seite, sehr zu empfehlen. Und zwar, wie viele Jahre das sind. Sagen wir gehen jetzt einfach mal auf 5 Jahre runter oder sowas. Dann ist das nämlich eine ordentliche Steigerung von 1.800 auf 8.000. Wir können auch mal hier runterspielen. Sagen wir, man erwirtschaftet nur so 15%, was so das Minimum ist pro Jahr. Dann hat man trotzdem noch mehr als sein Geld verdoppelt im Endeffekt in 5 Jahren. Das ist natürlich eine ordentliche Summe. Muss man dazu sagen, man kann natürlich auch ein bisschen nach oben gehen, einfach mal, sagen wir, auf 40%, was schon relativ viel ist, dann ist das natürlich schon fast ein X7, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Und das ist die Macht vom Zinseszinseffekt. Wenn man jetzt sagt, man lässt das Ding wirklich mal länger laufen und ich gehe hier von den Zinsen wieder runter, weil ich will das nicht so viel zeigen, sagen wir machen hier, ja, die 30% erwirtschafte ich etwa, da kann ich dahinter stehen und machen das über 20 Jahre hinweg. Das ist wirklich extrem hoch. Man muss sich Zinseszinseffekt im Endeffekt mal vorstellen. Und in Krypto versprechen einen immer so viele, so 1000% oder sonst was. Und ich will hier einfach mal zeigen, was 30% über 20 Jahre schon ausmachen. Lasst es sogar weniger sein. Lasst es 15% einfach mal über 20 Jahre sein. Das ist echt ein heftiger Zinseszinseffekt. Und dann kommen teilweise Trading-Bots daher, die was einfach mal sagen, ja, ich mache hier, keine Ahnung, 200% oder so pro Jahr. Und das über 20 Jahre, dann rechnet euch den Zinseszinseffekt mal hoch und dann stellt man nämlich ganz schnell fest, wenn dieser Bot funktioniert würde, was immer so versprochen würde, dann wären die Leute so reich alle und wir bräuchten eigentlich wirklich gar nichts mehr machen. Das ist absoluter Blödsinn. Selbst über 5 Jahre hinweg, wenn diese Bots funktionieren würden, die was 200-500% versprechen würden, dann hättet ihr einfach 40 Millionen nach 5 Jahren und das funktioniert nicht. Das wollte ich mit dem kleinen Exkurs hier euch einfach mal zeigen. Und jetzt aber auch wieder zurück zu Krypto-Hopper. Und zwar hier unten wirklich bleibt gering, bleibt irgendwas zwischen 0,25% pro Trade bis 0,4, sage ich jetzt einfach mal. Und hier unten beim Minimum müsst ihr $10 auf Binance eintragen. Das ist einfach der Minimum-Amount, der was Binance braucht.
Meine Strategie-Settings, und zwar habe ich bei den Strategie-Settings Signals Only und die Number of Targets to Buy habe ich einfach mal 10 eingestellt. So viele gleichzeitig werden sowieso eigentlich nicht 1, 2 meistens, aber wenn ein richtig, richtig geiler Dump im Endeffekt passiert, eine Sekunde lang der gesamte Markt bricht zusammen, ja, dann wollen wir auch am besten alle Coins dort unten möglichst schnell billig kaufen, damit wir sie wieder abstoßen können, um auf Signals praktisch zu gehen. Müsst ihr hier oben drauf drücken, habe ich hier schon mal gemacht. Dann kommt ihr auf die Signals, die ihr abonniert habt, habe ich euch auch mal unten in die Beschreibung gepackt. Und zwar müsst ihr hier dann überhaupt nichts machen. Meine sind hier leer. Hier geht es wieder nur darum, entscheidet ihr euch für Marktorder oder nicht, dann müsst ihr das anhaken und auf Speichern drücken. Das ist auch das Einzige, was ihr hier konfigurieren müsst. Ansonsten überschreibt im Endeffekt euer Template, wo wir gerade drin sind, sowieso diese Einstellungen hier. Und damit braucht ihr hier nichts ausfüllen. Jetzt geht's weiter. TSL, Trailing Stop Buy, erhöht im Endeffekt noch einmal dieses kleine Trailing zwischen Signal und der tatsächlichen Kauforder. Das heißt, wenn der Markt gerade noch ein bisschen am Fallen ist und es wird getriggert, ey, der Markt fällt noch, dann darf der ruhig noch 0,5% mehr im Endeffekt fallen, als das Signal auslöst. Das heißt im Endeffekt, statt bei 100 zu kaufen, kauft ihr bei 99,5 ein. Damit habt ihr später nochmal 0,5% theoretisch mehr Gewinn. Es kann natürlich aber auch sein, dass der Markt durch schon wieder nach oben davonläuft, wenn das Signal extrem gut getroffen hat. Meistens hat man da aber sowieso noch einen ganz kleinen Spielraum, weil man trifft nie genau unten und man trifft auch nie genau oben die Spitzen. Es funktioniert nicht. Verabschiedet euch von den Gedanken und wenn euch das jemand verspricht, dann rennt so schnell ihr könnt. Aber damit kann man das im Endeffekt noch einen ganz kleinen Ticken mit einbauen, um nochmal so ein klein bisschen, sag ich mal, Puffer zu haben nach unten. Wenn es euch nach oben abhaut, ja, dann ist es halt so, dann ist die Order mal nach oben abgehauen. Man muss nicht jede Order mitnehmen und man muss auch nicht entgangenen Gewinn hinterher weinen. Wichtig ist einfach, kein Geld zu verlieren, kein Geld zu vernichten, nicht über Gewinnen, die was hätte man vielleicht mal Pepe oder irgendein Meme-Coin am Anfang gekauft. Über sowas darf man nicht nachdenken, über sowas darf man nicht mal sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das auch einprägt. Bei den Sell-Settings habe ich Take Profit 1000 reingemacht und die Sell-Time ist auch egal. Mit der 1000 habe ich einfach sozusagen diese Take Profits deaktiviert, weil ich möchte kein Take Profit nehmen. Es kann immer nach oben gehen, wenn ich jetzt bei 10% im Endeffekt Sell einstelle hier und der Coin geht aber auch noch 20% nach oben, ja toll. Dann ist mir tatsächlich Gewinn entgangen, den was ich noch haben könnte. Wie funktionieren also meine Sales-Strategie? Wie funktioniert im Endeffekt mein Verkaufen? Und zwar habe ich hier Sales Strategy ebenso deaktiviert. Ich nutze keine Signale oder irgendwelche Strategien explizit, die was immer sagen, hier kaufen, hier verkaufen. Nein, ich benutze ziemlich simple Mathematik. Und zwar nehme ich hier TSL, hat vielleicht schon jemand mal gehört, Trailing Stop Loss. Und zwar habe ich den angemacht und das heißt, der Arm muss mindestens 2 nach oben gehen. Das heißt von $100 auf 102 und dann wieder um 0,4% sinken, um einen Verkauf zu machen. Das heißt, springt ein Coin von 100 auf 120 in einer Kerze, dann wird nicht bei 110 verkauft, auch nicht bei 120, sondern erst wenn die 120 wieder um 0,4% praktisch sinkt, also vom höchsten Punkt 0,4% wieder nach unten. Und das hat sich in meiner gesamten Geschichte bisher als am besten herausgestellt. Man kann hier noch ein bisschen rumspielen. Er sagt, er will mindestens 4% haben, kann er auch 4% rein, aber so vom Verhältnis her, wie schnell man eine Order loskriegt und dass sich kein großes Risiko darauf bildet, habe ich so die 2,04 der letzten 5 Jahre hat sich da so als am besten rausgestellt. Hier auch nochmal Reset Stop Loss, wenn das im Endeffekt fehlgeschlagen ist, wenn die Order fehlgeschlagen ist, warum auch immer, Binance API ist mal 10 Minuten down, 5 Minuten down oder sonst was, dann soll er die bitte wiederholen. Ebenso soll er nur im Profit verkaufen. Sollte irgendwas mal falsch ankommen von der API, irgendwas mal falsch ausgelesen sein oder irgendwelche Wahlgames sein, soll er trotzdem noch mal einen Error reinknallen in dem Ding, wenn im Endeffekt ihr mit Minus verkaufen würdet. Das ist natürlich gerade wichtig, wenn man sich auch mal hier vertippt, wenn ihr hier eine 2 und eine 4 hier oben eingibt, ja, dann kann es sein, dass ihr Minus landet. Das will natürlich keiner. Das ist natürlich auch so ein kleiner User-Schutz, nenne ich das jetzt einfach mal. Und Trailing Stop Loss Only deaktiviert, ist jetzt auch relativ neu, deaktiviert hier oben die Sales Settings und die Sales Strategy brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe es trotzdem mal hier an und
Damit geht es weiter zum Stop-Loss. Stop-Loss habe ich wie am Anfang schon gesagt, deaktiviert, ist meiner Meinung nach gerade im Spot-Trading eine der schlimmsten Sachen, was man machen kann, weil man viel, viel mehr Geld erwirtschaften muss, um eine verkaufte Order im Endeffekt zurückzugewinnen, als wenn man sie einfach stehen lässt. Explizit, wenn man sowieso an Krypto wie Bitcoin glaubt und denkt, dass Bitcoin mal auf 100.000 oder 1 Million in 10 Jahren geht. Ja, warum soll ich meine Bitcoin-Position dann nicht stehen lassen, wenn ich sowieso noch genug Geld habe, um eine zweite, dritte, vierte, 20. Position zu eröffnen? Hier greift natürlich auch wieder massiv der Zinseszinseffekt und deswegen stoßen wir keine Orders im Endeffekt im Minus ab. Ebenso machen wir keine Orders einfach nach 7 Tagen zu. Das ist ein absolut seltsamer Move, wenn man einfach eine fest definierte Zeit hat. Man analysiert, wann ist Buy, wann ist Sell und dann schließt man sie einfach nach einer gewissen Zeit. Ist absolut nicht mathematisch, ist eine absolute Random-Zahl. Deswegen auch Auto-Close unbedingt zumachen. Das macht man nur im Endeffekt, wenn man Stundentrading macht, Tagestrading oder sowas per Hand und nutzt das Tool unterstützend, dass wenn man schlafen geht oder sowas oder einschläft vom Rechner, dass man dann sagt, hey, mach mir bitte die Position zu, dass ich nicht sterbe über Nacht. Brauchen wir aber auf jeden Fall auch nicht. Shorting rate ich jeden davon ab. Ich rate jeden von Hebeltrading ab. Ich rate aber auch jeden von Spot-Shorting ab. Wer Hebeltrading macht über einen Hebel 2, das ist absoluter Suizid. Ich habe noch keinen einzigen Trader über 7 Jahre kennengelernt, der was mit Hebeltrading also wirklich über die Zeit hinweg Geld macht. Die Leute sind immer super, super geil, wenn gerade mal richtig Bullenmarkt ist. Sie sind mit Shorten super, super geil, wenn im Endeffekt gerade Bärenmarkt ist. Aber sobald der Markt dreht, verlieren sie früher oder später immer ihr Geld. Deswegen macht keine Copybots oder so einen Scheiß beim Thema Hebeln. Macht kein Hebeln an sich. Vertraut diesen ganzen YouTubern und sonst was nicht. Das ist eine absolute Katastrophe. Um das mal zu sagen, einer von 100 Tradern geht mit Gewinn aus Hebeltrading raus. 13 Leute von 100 gehen aus dem Casino mit Gewinn raus. Das ist einfach das 13-fache im Verhältnis, wenn ihr ins Casino geht und auf Rot setzt. Und das muss man sich mal vorstellen. Und soweit ich weiß, ist das sogar mit einem Hebel 10 nur entstanden. Teilweise traden die Leute mit einem Hebel 50, da könnt ihr dann euch ausrechnen, ja, die Chancen da zu gewinnen sind noch niedriger. Dollar Cost Average. Zwiegespalten mittlerweile, muss ich ehrlich gesagt zugeben, war ich immer in meinen letzten Videos, zum Beispiel auch in dem von 23, 22, habe ich DCA immer genommen. In den letzten richtig harten Bärenmärkten hat sich aber gezeigt, der Bot kann sich auch mit sehr, sehr soften DCA vollsaugen. Deswegen habe ich das im Endeffekt bei mir hier deaktiviert und mache es nur hin und wieder mal an, muss ich zugeben, und habe es aber sonst standardmäßig aus. Um euch zu zeigen, was ich habe für Settings, wenn ich es mal anhabe, ist nach 7 Tagen, also wenn die Position 7 Tage alt ist, dann mache so oft DCA im Endeffekt, wie du willst. Wenn alle Positionen, die ich im Portfolio gesamt minus 20% erreicht haben, das heißt nicht die eine Order, sondern alle Positionen zusammen. Hier unten habe ich dann nochmal eingestellt, hey, ich will die nur zusammen mergen. Das war im Endeffekt meine Strategie hier. Und zwar packt er dann nur 1% neues Kapital obendrauf. Ich mache das mittlerweile aber nicht mehr mit DCA, sondern ich mache das hier über den Dashboard. Das zeige ich euch gleich. Aber wenn ihr normale DCA-Settings habt, dann würde ich euch raten, so hier Double Down, Triple Down. Teilweise habe ich auch hier mit 20% oder sowas gearbeitet, weil je weniger Geld ihr in alte Orders reinpackt, desto weniger die Chance, dass ihr stuck seid. Erst wenn ihr kein Geld mehr habt in den gesamten Bot, das was frei ist, was neue Orders erzeugen kann, ab da hört erst der Zinseszinseffekt raus. Wenn ihr 90% irgendwo stuck seid in alten Zeug, aber die 10% weiter ganz gemütlich traden, wird nach einer gewissen Zeit mehr Geld mit den neuen abgeschlossenen Trades erreicht sein, als mit den alten, die was da im Endeffekt stuck sind. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo wieder der Bullenmarkt hochgeht und ihr zieht sowohl eure aktuellen Orders, die was ihr gemacht habt, die was ihr noch frei habt, hoch, als auch die ganzen anderen. Und von einmal habt ihr nicht diese 5% oder 10% im Portfolio, sondern 30, 40%. Erst dann knallt hier dieser Bot wirklich gut rein mit der Strategie. Ja, jetzt gehen wir nochmal ins Dashboard, wo ich euch zeige, wie das funktioniert mit dem Mergen und alles, wie ich das im Endeffekt mache mit dem Risikomanagement. Und zwar bin ich hier oben mal hingegangen, das ist ein Paperbot, den habe ich extra erstellt, um euch das mal zu zeigen, ein Alter von mir.
Und zwar nutze ich ja nicht DCA, aber irgendwie muss ich ja die Orders wiederum zusammenziehen. Und zwar mache ich das per Hand, wenn ich sehe, ey, ich habe hier voll viele Orders und der Markt dreht. Also ich gucke immer mal auf den Markt, einmal die Woche oder sowas. Oder wenn spezielle Events sind, zum Beispiel das Halving fängt an, der Bitcoin-ETF wurde genehmigt oder wird genehmigt, dann gucke ich immer mal rein, ja, okay, der Kurs könnte steigen. Ich habe jetzt hier sehr, sehr viele Stack-Orders. Dann könnt ihr nämlich hier oben gehen und könnt hier zum Beispiel eine Link-Order verbinden und könnt sagen, ja, hier unten ist noch ein Link-Order oder so. Ich nehme die hier mal. Dann geht ihr auf Bugged Actions und mergt die zwei zusammen. Das heißt, aus im Endeffekt einer 100 und einer 10 Order, also 100% plus Order und minus 10 Order, die werden zusammengenommen und dann habt ihr einen Mittelwert daraus. Das heißt, die Order muss wiederum nicht bis ganz nach oben zurückkommen, um in den Gewinn zu gehen. Ihr könnt das aber auch wirklich hier ja mit dem DCA automatisieren, dass ihr hier sagt, unten DCA an und dann macht ihr hier im Endeffekt DCA 1 einfach rein. Oder halt 10, manchmal geht 1 nicht, manchmal 5. Das muss man ein bisschen gucken, ein bisschen damit rumspielen. Entweder man macht es halt wirklich per Hand oder über DCA hier automatisiert. Ich persönlich mache es per Hand alle 3 bis 5 Monate tatsächlich einfach nur mal, drück dann einfach hier drauf, gehe hier drauf und sage, merge mir alle Orders, dann habe ich einen großen Klumpen im Endeffekt wieder und dann geht's wieder weiter. Man kann aber auch wirklich diese Orders stehen lassen. Hier kommt es ein bisschen auf eure Krypto-Lizenz an. Der Kleine kann nicht unbegrenzt viele Coins stehen lassen. Da muss man ein bisschen öfters merchen. Beim Großen könnt ihr hier wirklich ewig die Orders stehen lassen. Um euch jetzt aber nochmal die Strategie vom Zinseszins zu erklären, gehe ich hier mal auf meine Statistics. Und zwar sind das meine Statistics vom, ja komm, wir geben einfach mal dem 1.1. ein, das ist dann das gesamte Jahr seit Start. Heute haben wir den 10.2., klack, und wir laden das mal. Wir sehen, ich mache hier am Tag so 30 Buys, 30 Sells, sage ich mal. Gerade eben ist der Markt ein bisschen unvolatiler. Hier mache ich so 10 bis 20 am Tag. Und ich bin hier relativ safe aktuell unterwegs. Ich bin so ein bisschen auch am Anfang hochgegangen wegen den Bitcoin-ETFs und den Halving. Habe ich gesagt, ey, ich will mehr Coins aktuell im Portfolio haben. Ich will mehr Bitcoin gerade haben, mehr ETH. Saug dich ruhig ein bisschen voll. Wenn das Halving kommt, geht es meistens nochmal gut nach oben. Und wir sehen, hey, hat sich bisher ganz gut gelohnt. Ich habe $3.000 verdient mit meinem Investment. Von am Anfang waren es $10.000. Dann habe ich hier nochmal neu gesynkt, da waren es 11.000. Und ich habe aktuell einen Verlust von noch stehenden Positionen von 417 Euro beziehungsweise Dollar. Die muss man hier abziehen. Das heißt 2.600 realisierten Gewinn und noch 400 noch nicht realisierten Verlust beziehungsweise Buchverlust. Und an Binance habe ich natürlich auch eine ganze Menge gezahlt für die normalen Trading Fees und zwar fast 140 Tether. Das ist auch eine Menge Cash. Also hier lohnt sich dann, wenn ihr wirklich viel Geld und viele Trades macht, VIP-Stufen und ein bisschen BNB ansammeln. Man sieht, dieses Jahr habe ich gemacht 673 Buys und 680 Sells. Vom letzten Jahr waren da noch ein paar dabei, deswegen die Differenz. Und hier sieht man, wie viel Prozent ich am Tag erwirtschafte. Achtung, hier geht es darum, dass ich auf das investierte Geld diese Summe erwirtschafte, nicht auf das gesamte Portfolio, weil die Tether, die was praktisch einfach noch da liegen, werden hier nicht mit betrachtet, sondern es geht wirklich darum, ich gebe $100 rein, ich habe $102 raus am Ende des Tages, ich habe 2% erwirtschaftet. Und man sieht, ich halte mich hier so zwischen 1 bis 2% auf mein investiertes Kapital. Wie gesagt, wir sind relativ gering meistens investiert, das heißt hier diese 1-2% sind wirklich nicht 1-2% aufs gesamte Portfolio. Und teilweise hat man hier solche Peaks drin, das kann ich euch dann auch noch zeigen. Wenn man einen Coin wirklich 50% plus macht, dann sieht man, hey, der macht auch diese 50%, der nimmt die vollen 50% mit und nicht einfach nur 10 oder 5%, wie man es beim Take Profit gemacht hätte. Hier unten in den Statistics sieht man, was im Endeffekt der beste Coin ist zum Traden, welchen man am längsten hält, was also praktisch der schlechteste ist und wer am meisten Profit macht. ID war praktisch jetzt der, wo er hier wirklich komplett eskaliert ist, wo man hier auch den Sprung hat, deswegen ist der auf Platz 1 aktuell. Ansonsten war es Yearn Finance
OP, GNO. Ich behaupte mal, wenn ihr das Video hier seht, ist es schon wieder anders. Und mein schlechtester Coin bisher war tatsächlich WETH. Wundert mich ehrlich gesagt gerade, wenn ich sehe. Aber man sieht hier auch schon, je größer der Coin ist, je mehr Blue Chip er ist, je mehr er aufgeblasen ist, desto weniger bewegt er sich natürlich. Und hier drüben sieht man, das ist meine persönliche Lieblingsübersicht, wie oft wurde ein Coin getradet in dem Bereich, den wir oben ausgewählt haben und wie viel Prozent Gewinn haben wir damit erwirtschaftet pro Trade im Endeffekt. Und da sieht man schon, hier geht's ganz gut ab. Wir sind gerade wirklich in einer guten Marktphase auch. Und hier unten einfach mal, hey, wie sieht mein Kurs denn so aus von Januar bis jetzt? Und da sieht man, hey, warte mal, der ist ja gar nicht so massiv gestiegen. Wir haben noch gar nicht so viel Geld im Endeffekt rausgezogen. Warum ist das so? Warum ist der Kurs im Endeffekt nicht steigend, also nicht exponentiell steigend, sondern so eine Linie? Und zwar liegt das daran, dass wir ja immer 0,31% aktuell vom Portfolio wieder reinvestieren. Das heißt, das Portfolio steigt zwar, ich packe aber wieder mehr Geld rein, die Order sinkt meistens erstmal nach unten und zieht natürlich auch den Neugewinn wieder rüber. Das heißt, wir haben sehr, sehr lange eine gerade Linie im Endeffekt. Wenn die anderen Bots mittlerweile sterben, haben wir eine gerade Linie. Ja, warum ist das denn so? Und zwar packen wir ja immer mehr und mehr Kapital rein und die Orders sinken aber auch immer wieder nach unten leicht und bleiben natürlich auch da. Das ist hier unten praktisch der unrealisierte Verlust, den wir haben und das Geld, was natürlich auch in diesen Orders drin steckt. Das heißt, wir haben hier diesen Knick, der was dann hier so massiv auch nach oben geht wieder, wenn dann der Markt einmal dreht, wo wir die ganzen Orders abstoßen, wo dann das gesamte System zum Drehen geht und dann packen wir aber gleich danach wieder diese 0,31%, sind dann zum Beispiel nicht mehr $100 pro Trade, sondern $102 pro Trade. Und dann packen wir das Geld wieder rein und wieder und wieder. Und wenn ihr euer Geld im Endeffekt dann irgendwann wirklich raushaben wollt, wenn ihr sagt, hey, ich habe jetzt genug gemacht, es passt mir, dann müsst ihr auch sagen, hey, die Buy-Orders sind jetzt deaktiviert, ich verkaufe nur noch den Stock ab und dann habt ihr von einmal eine riesige exponentielle Kurve drin. Ansonsten wird er nur ganz, ganz, ganz dezent immer weiter und weiter steigen, aber eure Positionen blasen sich mehr und mehr auf und ihr sammelt mehr und mehr Coins an. Und das ist praktisch das Ziel auch dann dahinter. Jetzt zeige ich euch noch meine Trade History, damit ihr noch mal ein bisschen versteht, hey, wie funktioniert hier die Trade History und alles drum und dran. Und zwar haben wir hier heute diese Orders im Endeffekt gekauft und hier sieht man die Verkäufe. Das heißt, wir machen hier mal den Rechner auf und zwar gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wir machen hier einfach mal $40 pro Trade durch 100 und sagen, 2 haben wir so im Durchschnitt, sage ich jetzt einfach mal 2% erwirtschaftet. Das heißt, wir verdienen pro Trade $0,8. Klingt jetzt nicht viel. Wenn man aber jetzt sagt, wir machen pro Tag etwa 20 erfolgreiche Trades, wie man vorhin ja gesehen hat im Chart, machen wir pro Tag etwa $16 Gewinn. Wir investieren das Geld ja wieder gleich, deswegen sieht man das so schlecht im Chart. Aber wir erwirtschaften etwa $16 pro Tag aktuell. Jetzt kann man das auf ein Jahr natürlich hochrechnen. Ich rechne das jetzt mal auf einen Monat hoch, weil dann sieht das schon anders auf. Auf $10.000 etwa $480 Gewinn pro Monat. Das ist ziemlich heftig eigentlich von den Zahlen her. Und jetzt mal 12, dann kommen wir etwa auf 5.760. Das heißt, wenn der Bot so weiterläuft wie bisher, würde ich auf $10.000, beziehungsweise jetzt sind es ja natürlich schon 11.000, etwa 57% pro Jahr machen. Das wird aber nicht passieren, weil wir reinvestieren ja das Geld immer weiter und es wird auch nicht immer alle Positionen ordentlich abstoßen können. Wir werden im Bärenmarkt sehr, sehr lange auch Positionen halten müssen, um dann diesen Gewinn auch zu erwirtschaften. Erst wenn der Markt wirklich dann wieder gedreht hat und wir den Gewinn realisieren können, erst dann ist es Gewinn. Weil diese ganzen Buchgewinne und Buchverluste bringen einen am Ende nichts, weil wir brauchen am Ende das Cash in der Hand. Alles andere ist Blödsinn in Krypto. Und jetzt zeige ich euch auch noch das TSL, wo das gegriffen hat. Und zwar sieht man das hier unten wirklich sehr, sehr gut. Hier steht es auf Trailing Stop Loss. Und da sieht man, ID hat einen riesigen Jump hingelegt und wir haben den wirklich super, super gut mitgemacht. Und wenn man solche Tage natürlich drin hat, dann ist der Zinseszins immens im Endeffekt. Wir sind hier ja wirklich von diesen 48, was 49
38, 39 $, was wir sonst erwirtschaften, einfach auf 53 hochgegangen. Und wenn man damit rechnet, wäre es jenseits, wird auch nicht so oft passieren. Aber hin und wieder kommt es vor und ehrlich gesagt freue ich mich dann trotzdem wieder. Ist schön für die Moral, wenn man währenddessen drauf guckt und sich so denkt, zum Beispiel hier, ich kann euch auch mal ein bisschen die negativen Seiten zeigen. Und zwar hier denke ich mir auch so, naja, hast du so eine richtig schöne JFI-Position, minus 12% angesammelt, die macht natürlich nicht so Spaß und ich bin mir auch sicher, ich werde die nächsten 100 Tage, 120 Tage vielleicht im Portfolio haben, aber ich werde genauso einen Spaß haben, wenn ich die mit 2-3% wieder abgestoßen habe und währenddessen geht's hier oben ja weiter. Wir haben hier oben die letzten Positionen, die was wieder aufgebaut wurden. Das heißt, wir saugen uns immer schön mehr und mehr voll, aber gleichzeitig sind wir nie stuck durch den Zinseszinseffekt. Außer man tut natürlich wirklich die Prozente hoch, aber eigentlich, wenn der Kurs nicht minus 70-80% von Bitcoin jetzt einfach mal runtergeht und ich auch kein Geld natürlich danach schmeiße, dann gehe ich irgendwann stuck. Aber sind wir ehrlich, wenn Bitcoin minus 80% macht, dann schmeiße ich hier auch mal Geld nach. Einfach, weil ich mir denke, ja jetzt geil, Bitcoin billig kaufen. Sollte man machen, man muss da auch ein bisschen immer aufpassen. Nicht in den Bullenmarkt reinlaufen und sein Geld dort reinschmeißen, sondern dann kaufen auch, wenn niemand kauft. Ja, ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like und ein Abo da. Schaut unten in die Description, dort habe ich euch alles verlinkt. Macht beim Gewinnspiel mit und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Felix. Ciao.